Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Business Tapas. Business Tapas sind kleine Häppchen kostenfrei serviert, die Appetit auf mehr machen. Und heute geht es um das Thema Unternehmerbeirat. Das ist ein neuer Trend aus Amerika und der schwappt gerade nach Europa rüber. Und ich würde euch heute gerne davon erzählen, denn ich hatte ein Gespräch mit meinem Kollegen in Amerika und der hat mir erzählt, wie super das funktioniert bei seinen Kunden. Und deswegen würde ich euch gerne mehr erzählen, was eigentlich so ein Beirat macht und was das den Unternehmern bringt. Also in meiner täglichen Arbeit mit Unternehmern stelle ich immer mal wieder fest, wie externe Einflussfaktoren Unternehmer permanent unter Druck setzen und sie auch zum Handeln zwingen. Wobei Handeln ist manchmal auch wilder Aktionismus. Und wenn du ständig gezwungen bist zu entscheiden, dann ist nicht automatisch jede Entscheidung perfekt. Wer kann das schon? Und dann stehst du da als Unternehmer und dann musst du entscheiden, weil sich die Bedürfnisse deiner Kunden ändern oder weil der technologische Fortschritt dich einholt oder weil der Wettbewerb dir im Nacken sitzt oder weil plötzlich auch Branchenfremde in deine heile Welt eindringen und weil Krisen eigentlich auch immer öfter alles durcheinander bringen. Ja, ganz simpel. Und dann heißt das, du wirst gefordert und du musst permanent up-to-date sein. Du musst eigentlich den Markt im Blick haben, Technologien, Wettbewerb, deine Unternehmenskennzahlen, alles musst du im Blick haben. Und das zusätzlich zu deiner normalen Arbeit und der Führung deines Teams. Und das ist echt anspruchsvoll. Ja, und so bin ich auf den Trend aus Amerika gestoßen, denn da kommt die Idee dieses Unternehmerbeirats ins Spiel. Also durch den Austausch mit meinem Kollegen Phil in Amerika habe ich da mehr darüber erfahren und meine Unternehmer, mit denen ich das jetzt ausprobiert habe, die finden das super. Wir treffen uns einmal im Monat für ungefähr 2 Stunden und sprechen dann über Probleme, anstehende Investitionen, Kundenthemen, Führungsthemen, KPIs, also Key Performance Indicators, Zahlen, Strategien. Ein Gespräch über Themen aus der alltäglichen Unternehmenspraxis. Und die Unternehmer können sich dann eine zweite Meinung einholen. Man kann Feedback zu seinen Ideen kriegen, man bekommt ein besseres Gefühl für anstehende Entscheidungen. Und fast immer geht es auch um Strategie und Taktik und pragmatische Umsetzung. Ja. Pragmatisches Beispiel. Vertrieb. Lasst mich mal ein Beispiel aus dem Vertrieb bringen. Letzte Woche war ich bei einem größeren Mittelständler hier im Bergischen und der ist unzufrieden mit seinem Vertriebsteam. Okay, ich meine, welcher Unternehmer ist das nicht? Aber klar, der Vertrieb hat immer Schuld, wenn der Umsatz zurückgeht. Und man muss sich dann aber mal anschauen, wie der Vertrieb in der Vergangenheit funktioniert hat oder wie der Vertrieb im Mittelstand funktioniert. Also Firma A hat ein Produkt oder eine Dienstleistung und dann gibt es Außendienstmitarbeiter, die das an den Handel oder an B2B-Kunden verkaufen. Marketing, wenn es vorhanden ist, unterstützt. Innendienst auch. Und der Außendienstler macht Besuche und ist auf Messen, telefoniert, schreibt E-Mails, verschickt Post. Ganz normal. Und das läuft in 90% der mittelständischen Firma so ab. Jo, und dann kommt die Störung von außen. Also so wie bei Corona. Und plötzlich fallen Messen und Besuche weg. Parallel dazu hat das Marketing eine Webseite aufgebaut und die sieht ziemlich gut aus und die funktioniert auch. Und jetzt kommen die Anfragen nicht mehr über den Vertrieb rein, sondern die schlagen beim Marketing auf. Und die Marketingabteilung leitet das aber nicht weiter, weil die ja eigentlich keine Vertriebsaufgaben hat oder weil es keine gibt. Und dann geht der Umsatz zurück, weil sich die Vertriebswege verschieben. Und das muss man sich mal vorstellen. Die Veränderung in den Vertriebswegen führt dazu, dass zum Teil Umsatz im Mittelstand auf der Straße liegen bleibt. Und ich habe das dem Geschäftsführer letzte Woche da im Flipchart aufgemalt und der guckt mich an und hat einen echten Aha-Effekt gehabt. Und für den war Marketing auch immer nur so ein Kostenblock und der hat nicht damit gerechnet, dass durch die Verschiebung Umsatz einfach flöten geht. Aber solche Aha-Erlebnisse brauchst du als Inhaber und die kriegst du meistens nur von einem externen Ansprechpartner, weil der von außen drauf guckt. Das kann ein Unternehmensberater oder auch ein Business Coach sein. Muss man so einen Beirat haben? Nee, man muss keinen Beirat haben, aber man muss auch kein Auto haben und kann zu Fuß gehen. Mit Beirat erkennt man manche Dinge schneller und man kommt früher ins Tun. Und wenn der Beirat monatlich im Unternehmen ist, hat man auch jemanden, der einem als Unternehmer so ein bisschen im Nacken sitzt. Das ist lästig, aber wirkungsvoll.
letztendlich muss jeder Inhaber für sich entscheiden, ob er schneller zu einem bestimmten Ziel kommen will oder nicht. Und was nützt dir die tollste Firma, wenn du ein Familienmensch bist und hast keine Zeit mit ihr? Du kannst keine Zeit mit ihr verbringen. Was nützt dir ein großes Team, wenn du es nicht gut führst oder die Stimmung schlecht ist? Was nützt dir ein innovatives Produkt, wenn du nicht weißt, wie du es vermarktest? Also du brauchst schon jemanden, der ab und zu mal von außen drauf guckt. Manche fragen mich dann, gibt es so einen Unterschied zwischen Beirat und Beratung? Ja, klar, Unternehmensberater sind meistens Angestellte und die kennen damit die Probleme der Unternehmer nicht. Oder sie sind Einzelkämpfer und haben nicht das notwendige Netzwerk, sind natürlich hochmotiviert, Folgeaufträge zu platzieren. Und meistens haben Berater auch viel theoretisches Know-how und können die langfristigen Folgen schlecht abschätzen. Unternehmensberater sind eine definierte Zeit im Unternehmen. Die analysieren, die erstellen ein Konzept, die übergeben es und dann sind sie weg. Und mit der Umsetzung bist du dann als Unternehmer natürlich wieder allein gelassen und schwuppsdiwupps landet das wundervolle, teure Konzept in der Schublade. Echte Beiräte, und jetzt meine ich die, die offiziell als Organ eingesetzt werden, sind ein wichtiges und vertrauensvolles Organ, aber das ist starr und nicht jeder Beirat hat Kompetenzen, die der Unternehmer wirklich braucht. Weil Beiräte sind meistens eher Mentoren, als dass sie irgendwie so eine operative Kompetenz mitbringen. Und Beiräte kommen auch nur 1- bis 2-mal im Jahr ins Unternehmen. Okay, die Idee, die wir verfolgen, ist eher so eine Art regelmäßige Beiratsarbeit, also monatliche Treffen mit unterschiedlichen Experten. Also man könnte sagen, ich bin der Lead-Beirat oder der Chefbeirat. Und wenn wir einen Spezialisten brauchen, so jetzt ist gerade Cybersecurity oder Cybersicherheit stark gefragt, dann bringe ich den aus dem Netzwerk mit. Und der Spezialist kommt dann für Zeitraum X dazu. Und im nächsten Quartal ist es vielleicht der Vertrieb oder Personal oder Digitalisierung oder Prozessveränderung. Und ich bringe den nächsten Spezialisten mit. Jetzt kann man sich natürlich fragen, coole Idee, aber ist sowas teuer? Ja, klar ist das teuer. Weil wenn du es nicht machst, brauchst du länger und zahlst mehr. Aber Spaß beiseite. Klar kostet der Beirat was. Aber auch nicht mehr als eine Fachkraft im Unternehmen. Mit dem Vorteil, dass wir unterschiedliche Experten je nach Bedarf mitbringen können. Und wenn du jetzt sagst, die Idee ist eigentlich gar nicht so schlecht, da würde ich gerne mal länger drüber nachdenken, dann such dir eine Vertrauensperson. Find jemanden und engagier die. Ich plädiere dafür, niemanden aus dem Freundeskreis zu nehmen, weil das immer problematisch wird. Und ein guter, erfahrener Coach oder Business Angel oder Mittelstandsnetzwerker, das wäre eine gute Wahl. Und wer ein erstes Gespräch führen will, der ist herzlich willkommen, vielleicht auch mich zu kontaktieren, denn ich habe ja, wie gesagt, ein großes Netzwerk. So viel zum Thema Business Tapas für heute. Ich hoffe, ihr habt diese Tapas genossen. Und ich kann euch versprechen, das sind Business Tapas, die machen nicht dick, sondern reich. Und wenn ihr mehr davon haben wollt, dann liked dieses Video und abonniert meinen YouTube-Kanal, denn nächste Woche geht's weiter.